Heyo, liebe Kids von damals, wisst ihr, obwohl ich damals Disney bei der Manolo vs. Coco Geschichte verteidigt habe, gibt es dennoch eine Sache, die wir uns etwas genauer ansehen sollten, und zwar König der Löwen und Kimba, der weiße Löwe. Kimba, 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 Kimba. Kleiner weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. Stolz auf dich. Alle Tiere schenken dir Vertrauen. Für diejenigen unter euch, die nichts damit anfangen können, Kimba, der weiße Löwe ist ein Anime aus Japan, der von Osamu Tezuka gemacht worden ist, also demselben Mann, der uns Astro Boy gebracht hat. Der Anime wurde vom gleichnamigen Manga übernommen. Dieser hatte seine erste Episode 1965, insgesamt gab es 3 verschiedene Anime-Ableger mit über 130 Episoden und das Ganze lief bis zum Tod seines Erfinders, Osamu Tezuka. Kimbas Geschichte über die Serien und sogar Filme hinweg ist dabei sehr ähnlich zu der von Simba in Der König der Löwen. Kimba verliert ebenfalls seinen Vater und muss danach seinen Weg zurück an seinen rechtmäßigen Platz finden. Er besitzt einen bösen Onkel namens Claw statt Scar. Dieser hat natürlich Hyänen als Handlanger, an Kimbas Seite ist ein weißer Baboon, ein Wildschwein und die Love Interest darf natürlich nicht fehlen. Von den ganzen sehr offensichtlich geklauten Shots wollen wir jetzt erstmal nicht reden. Aber sagen wir es mal so, es gibt sehr viele davon. Verdammt viele sogar. Was ist nun das Problem daran, dass Disney sich eindeutig von Kimba hat inspirieren lassen? Schließlich basieren fast alle Disney-Geschichten auf irgendetwas. Was sich zum Beispiel sehr gut an unseren Die wahre Geschichte hinter ... Videos erkennen lässt. Denn Disney war schon immer ein Animationsstudio, das andere Werke neu aufleben ließ. Gut, bei einigen lässt es sich streiten, ob man das so machen kann und auch sollte, denn zum Beispiel Pocahontas war eine reale Person mit einer furchtbaren Geschichte und nicht... Kannst du malen wie das Farbenspiel des Winds? Ganz genau. Aber beim König der Löwen ist es nochmal etwas anderes, denn Disney hat in ihrem Marketing sehr klar gemacht, dass es sich hierbei um ein Disney Original handelt, also ihre eigene Idee, das auf keinem anderen Werk basiert. I'm Michael Eisner, head of the Walt Disney Company. The Lion King is unique. Unlike our other Disney animated features, The Lion King is not based on any previously published fairy tale or literary work. It's an original concept that was developed in the story department of Disney Animation. Oh, nicht sehr clever. Jetzt kommt es aber noch dicker, denn die Produktion vom König der Löwen ging erst 1989 los, also nach dem Tod von Osamu Tezuka, der den fertigen Film, der 1994 erschien, nie gesehen hat. Disney verneint bis heute, dass sie während der Produktion irgendetwas von Kimba, dem weißen Löwen, wussten. Aber es gibt einige Beweise, die dagegen sprechen. Roy Disney, der ältere Bruder von Walt Disney, sprach während der Produktion von Kimba statt Simba. Die beiden Namen sind aber auch ähnlich, aber dazu komme ich gleich nochmal. Matthew Broderick, die englische Stimme von Simba, erzählte in einem Interview, dass er beim Vorsprechen der festen Überzeugung war, in einer Neuverfilmung von Kimba the White Lion mitzuspielen, einer Serie, die er schon als Kind kannte. Autsch. Und Walt Disney selbst wollte vor seinem Tod unbedingt eine Verfilmung von Astro Boy machen, Osamu Tezukas größtes Werk. Generell konnte man von einem gegenseitigen Respekt sprechen, wenn es um Walt Disney und Osamu Tezuka ging. Tezuka wurde zum Beispiel auch der Walt Disney Japans genannt. Aber der Riesenerfolg, der sich dann König der Löwen nannte, hatte einen bitteren Nachgeschmack. Und zum Glück haben die beiden nie etwas davon erfahren. Die Produktionsfirma hinter Kimba, also Mushi Productions, hat auch nie gegen Disney geklagt, da sie wussten, dass sie gegen die Mega-Anwälte von Disney nur verlieren konnten. Ein sehr trauriges Ende, zumal Disney sogar versuchte, jede weitere Ausstrahlung von Kimba im Westen zu verhindern. Der nachträgliche Film zur Serie, der sich um Kimbas Kinder dreht, erschien 1997, also 3 Jahre nach dem König der Löwen, und wurde auch nur einmal in Nordamerika gezeigt. Und das auch nur auf einem Festival, das sich weigerte, den Drohungen und Klagen von Disney nachzugeben. Deswegen ist Kimba den wenigsten Leuten heutzutage noch ein Begriff. Und das ist furchtbar schade. Die ganze Kontroverse gehört zu den dunkelsten Momenten in Disneys Geschichte und leider lässt sich da auch nur wenig schönreden. Für diejenigen, die sich jetzt sagen, Disney war sogar zu faul, sich einen neuen Namen auszudenken und sie haben einfach nur einen Buchstaben ausgetauscht, ganz so einfach war das doch nicht. Simba ist das Suaheli-Wort für Löwe,
Also macht das schon irgendwie Sinn. Auch muss ich sagen, dass besonders die Serie rund um Kimba nicht wirklich gut gealtert ist und ich sehr froh bin, dass es den König der Löwen gibt, denn die Serie selbst hat sehr Japan-typische, seltsame Momente. Zum Beispiel die Szene, in der Kimba das Fell seines toten Vaters trägt. So etwas hätte uns Disney nie gezeigt. Never. Nichtsdestotrotz wäre es schöner gewesen, wenn der König der Löwen als Hommage an einen tollen Künstler eingegangen wäre und als ein Zeichen von Respekt, den die beiden Animationsstudios früher einmal füreinander hatten. Stattdessen wird weiter behauptet, dass der König der Löwen eine Mischung aus Bambi und Hamlet ist. Aber auch wenn Kimba hier im Westen keine Bedeutung hat, ist er in Japan umso größer. Er ist sogar das Maskottchen eines Baseballteams. Wir können den König der Löwen dennoch genießen, da es sich hier um eine zeitlose Geschichte handelt mit tollen Bildern und großen Emotionen, auch wenn seine Entstehungsgeschichte einen bitteren Beigeschmack hat. Vielleicht konnte ich ja euer Interesse wecken und ihr schaut euch das Original an, also Kimba der weiße Löwe, und entscheidet für euch selbst, was euch besser gefällt. Aber hat das eure Meinung zum König der Löwen oder zu Disney geändert? Ich muss für meinen Teil sagen, dass ich beides sehr gerne mag, auch wenn es immer wieder fragwürdig ist. Die Disney-Filme werden immer ein Teil meiner Kindheit bleiben. Was ist eure Meinung? Schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Disney-Videos sehen wollt, dann klickt ihr da unten auf Abonnieren, aktiviert die Glocke und schaut euch noch die Videos von den anderen an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.